Ich bin Magdalena, ich bin 2017 für Studium nach Bochum gekommen an der RUP und bin seit 2022 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fritz-Bauer-Forum und kümmere mich da um Veranstaltungen, um die interaktive Fritz-Bauer-Bibliothek und um das Bildungsangebot. Und jetzt sitzen wir hier zwischen Schmächtingwiesen und Bergbaumuseum in dem Kleingartenverein. Ich verbringe viel Zeit in der Ecke hier, mag die Ecke sehr gerne, weil es so ein grüner, schöner, erholsamer Ort ist und man ganz viele verschiedene Dinge alleine und mit Freundinnen machen kann. Das Fritz-Bauer-Forum in Bochum ist ein Ort für Menschenrechte und Demokratie und wir wollen das Leben und das Werk von Fritz Bauer ins Heute bringen. Also Fritz Bauer war hessischer Generalstaatsanwalt und ist wahrscheinlich am bekanntesten dafür, dass er den Frankfurter Auschwitz-Prozess initiiert hat und generell sich aber sehr verdient gemacht hat um die Aufklärung von NS-Verbrechen, aber auch Menschenrechte und Demokratie allgemein, also auch was Reform des Strafrechts etc. angeht. Und wir wollen aufzeigen, warum es heute noch wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, das ins Heute zu ziehen und zu schauen, wie steht es denn um Menschenrechte und Demokratie weltweit und vor allem, was können wir denn lernen von anderen Menschen oder Gruppen, die sich gegen Menschenrechtsverletzungen einsetzen und Widerstand leisten für die Menschenrechte. Genau, und schauen uns das an in Form von Veranstaltungen, Seminaren, Workshops, Podcasts, haben auch ein großes Fritz Bauer Archiv und genau, da arbeite ich seit Anfang 2022. Ich habe mich schon immer viel mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt und vor allem auch mit dem Thema Widerstand und habe aber Theaterwissenschaft hier an der RUP studiert, also eigentlich was ganz anderes, aber da auch immer schon irgendwie einen Fokus gehabt auf Überlebende des Nationalsozialismus und bin dann eher gesagt eigentlich zufällig aufs Fritz-Bauer-Forum gestoßen über die ehrenamtliche Arbeit und dann hat es sich sehr gut gefügt und es ist total schön, mich jetzt beruflich mit den Themen auseinandersetzen zu können, die mich sowieso interessieren und ein bisschen, weil ich finde, man kann gerade sehr schnell das Gefühl haben, es ist einfacher, den Kopf in den Sand zu stecken, weil so viele schlechte Nachrichten von allen Seiten kommen. Deswegen ist es total schön, da irgendwie aktiv gegen was tun zu können und an den Themen zu arbeiten und versuchen, das anderen Menschen auch zu vermitteln, warum es trotzdem wichtig ist, sich einzusetzen und was zu tun. Wir werden auch tatsächlich total oft gefragt, ob Fritz Bauer mal in Bochum war oder warum hier. Uns ist es nicht bekannt, zumindest bisher nicht. Aber das Fritz-Bauer-Forum ist ein Ort, der überall wichtig ist. Und gerade hier in Bochum, mitten im Ruhrgebiet, ist das ein total wichtiger Ort, der Strahlkraft hat ins Ruhrgebiet, aber auch darüber hinaus und genau deshalb hier genau richtig ist. Bevor ich nach Bochum gekommen bin, habe ich in Marburg und in Galway in Irland studiert, was beides super schöne Städte sind, die es einem sehr leicht machen, sich da direkt wohlzufühlen. Und dann bin ich eher zufällig nach Bochum gekommen und ja, hatte am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, mich jetzt so zurechtzufinden, aber fand es total schön, wie offen die Leute sind und wie ehrlich und wie schnell man irgendwie ins Gespräch kommt, was es mir sehr leicht gemacht hat, hier anzukommen. Und man findet ja auch schöne Ecken, man braucht aber vielleicht ein bisschen länger dafür. Aber so eine, wie wir jetzt auch hier sitzen, ist total schön. Ich glaube, dass Bochum schon sehr lebenswert ist, aber es natürlich irgendwie vieles gibt, was noch besser sein könnte, müsste. Ein großes Thema, finde ich, oder was wichtig ist, ist bezahlbarer Wohnraum, weil Wohnen einfach auch ein Menschenrecht ist und Menschen Recht darauf haben, angemessen wohnen zu können und Wohnungen eben kein Spekulationsobjekt sein sollten, mit dem reiche Menschen noch mehr Geld verdienen, als sie eh schon haben. Ähm, Das wäre ein großes Thema und das es auch Raum gibt für andere Wohnformen, also dass gemeinschaftliches Wohnen, genossenschaftliches Wohnen, alternative Wohnkonzepte Raum haben und Fördermöglichkeiten bekommen und es da mehr Möglichkeiten gibt. Wichtig fände ich auch, weil ich einfach viel mit dem Fahrrad unterwegs bin und das Radfahren in der Umgebung total schön ist, aber in der Bochumer Innenstadt nicht so dolle und einfach Fahrradwege schlecht ausgebaut sind. Und lebenswerte Stadt würde zum Beispiel für mich auch heißen, dass die Innenstadt autofrei ist und man sich einfacher fortbewegen kann mit Fahrrädern etc. Mhm. Gerade auch in Anbetracht von Klimawandel etc., dass es mehr grüne Orte in der Stadt gibt, gekühlte Räume, die für alle frei zugänglich sind. Ähm, Schön wäre auch, wenn der Boulevard ein Fluss werden würde. Ich finde es einfach total schön, wenn Wasser in der Stadt ist, weil es einfach viel zu tun hat, irgendwie schöne, entspannende Orte in der Stadt zu haben. Zu einer lebenswerten Stadt gehören für mich auch, dass es eine Stadt ohne Macker ist. Also, dass es eine feministische Stadt ist, die nicht nach den Bedürfnissen von Männern ausgerichtet ist und in der man zum Beispiel auch einfach nachts spazieren kann
ohne Angst zu haben, ohne sich darüber Gedanken machen zu müssen vorher. Es wäre total wichtig, dass vieles auch barrierefrei zugänglich ist, dass viele verschiedene Formen von Behinderungen mitgedacht werden, und dass Niedrigschwelligkeit auch was Sprache angeht keine Barriere mehr ist, oder dass Niedrigschwelligkeit auch was Sprache angeht mitgedacht wird, und dass viel mehr auch kostenlos zugänglich ist und besser erklärt wird, was es ist, wer das nutzen kann, und man es vielleicht auch einfach mal ausprobieren kann und man es gemeinsam irgendwie kennenlernen kann, und sich anschauen kann, was gibt es hier für Möglichkeiten und irgendwie auch Räume hat, die frei gestaltet werden können, die zur freien Nutzung zur Verfügung stehen, wo vielleicht KünstlerInnen sich mit beschäftigen können, wo aber auch Menschen, die irgendwie eine coole Idee haben, einfach mal sich ausprobieren können. Ich fände es total wichtig und schön, dass das Thema Leerstand angegangen wird, weil es einfach ganz viel Freiraum auch in der Innenstadt gibt, der nicht genutzt wird und viel cooler genutzt werden könnte. Zum Beispiel hier direkt um die Ecke ist das alte Finanzamt, was seit Jahren leer steht und wo es viele coole Ideen gibt, was man damit machen könnte. Da kommt irgendwie nicht so richtig Fahrt auf. Und daneben die Polizei wird auch bald rausziehen. Soweit ich weiß, ist da auch noch offen, was mit dem Gebäude geschieht. Aber ich fände es schön, wenn es da eine Offenheit gäbe für alternative Konzepte, was damit passieren kann. Und auch generell, dass in der Innenstadt so viele kleine Läden leer stehen und die Miete einfach aber unbezahlbar ist und deswegen sich da nichts Spannendes Neues entwickeln kann. Oder auch so Nutzungen wie das BVZ, was da reinkommt. Stadt für alle hat da ein sehr cooles Konzept entworfen oder sich überlegt, was damit passieren kann. Das wäre total schön, wenn das umgesetzt werden könnte. Was mich gerade sehr beschäftigt, ist tatsächlich die Frage nach so Rechtsstaatlichkeit. Also was ist das eigentlich, was heißt das und wie können wir aber das auch in Zukunft vor Angriffen von rechts beschützen? Ähm, aktuell bewegt mich da sehr der Fall von Maya T. Und dass Maya in Deutschland verhaftet wurde und rechtswidrig nach Ungarn ausgeliefert wurde, wo Maya seit über einem Jahr menschenwidrigen Bedingungen ausgesetzt ist, in Isolationshaft, furchtbare hygienische Zustände, und jetzt erst durch einen Hungerstreik so ein bisschen Bewegung da reinkommt und man das Gefühl hat, jetzt erst interessieren sich mehr PolitikerInnen für diesen Fall. Und das ist nur ein Beispiel von wie oft Menschenrechte mit den Füßen getreten werden, was auch illegale Abschiebungen angeht, wo Gerichte feststellen, dass es rechtswidrig, dass diese Menschen abgeschoben wurden, aber dann sind die zu dem Zeitpunkt halt schon in ihren angeblich so sicheren Heimatländern, in Afghanistan oder in Irak, und dann wird da nichts mehr gemacht. Und ja, das beschäftigt mich sehr, für wen Menschenrechte gelten und für wen nicht. Auch wenn man sich die Frage nach Rechtsstaatlichkeit eben in Bezug auf Fritz Bauer anguckt, weil das für ihn auch ein großes Thema war, festzustellen, dass der NS-Staat ein Unrechtsstaat war und dass das damals geltende Gesetz eben Unrecht war und dieses ganze entlastende, ja, Gesetz ist Gesetz, Befehl ist Befehl und ich habe mich ja nur an geltendes Recht gehalten, dass es da schon Handlungsspielraum gibt und dass man erkennen muss, wenn Recht Unrecht ist und dann auch danach handeln muss. Also dass der NS-Staat eben auf Antisemitismus, Rassismus, Klassismus beruht hat und dann man nicht verpflichtet ist, dem nachzuhandeln, sondern seinen eigenen Handlungsspielraum ausnutzen muss. Und das ist, glaube ich, in den kommenden Jahren total wichtig in Bochum und dass irgendwie einzelne Menschen das nutzen, so wie sie es können. Ich merke aber schon, dass ich schon sehr auch in meiner eigenen Blase lebe, in der manchmal alles ein bisschen heile Welt ist und es auch irgendwie total privilegiert ist, dass ich mich mit vielen Menschen auseinandersetze, die eine ähnliche Meinung haben wie ich, oder die Probleme genauso sehen wie ich. Ähm, wo man es schon nochmal merkt, ist dann zum Beispiel, wenn man mit Schulklassen arbeitet, dass da einfach ganz verschiedene Einstellungen zum Tragen kommen oder auch eben nicht zum Tragen kommen, weil die nicht offen formuliert werden, aber man es irgendwann doch schon merkt. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, wie man damit umgehen kann und wie man das schafft, da trotzdem irgendwie eine Offenheit herzustellen, über manche Themen zumindest mal zu reden oder zuzuhören. Man muss auch gar nicht, ich glaube, man muss auch wegkommen von, man muss zu allem eine Meinung haben, man muss gar nicht immer sofort sich positionieren können und schon alles wissen zu einem Thema, sondern es ist auch okay, erstmal zuzuhören und zu lernen von anderen. Und ich glaube, vieles macht es auch einfach, wenn man versucht, empathisch zu sein, und sich auf die Menschenrechte zu besinnen, weil das einfach sehr viel Werkzeug an die Hand gibt, was schon da ist, worauf man entscheiden kann oder worauf man sich eine Meinung bilden kann.
Ich bin da optimistisch. Ich habe schon das Gefühl, in Bochum gibt es total viele Gruppen, Einzelpersonen, Bewegungen, die sich seit Jahrzehnten teilweise organisieren, die aktiv sind, die was machen. Und ich habe das Gefühl, diese Tradition trägt sich fort ins Heute. Und ich glaube, da ist Bochum irgendwie schon ein kleines positives Beispiel dafür, wie es auch gehen kann oder wie man weitergehen kann in die Zukunft. Weil ja, ich finde es sehr bestärkend zu sehen, was Menschen hier machen, was sie schon jahrzehntelang gemacht haben und daraus Kraft schöpfen und weiterzugehen. Die kleinen Dinge genießen kann, weil gerade keine großen Sorgen im Kopf sind, im Hinterkopf, die einen irgendwie ständig plagen.